That was pretty good. We did that in about 15 minutes. Willkommen, dass ihr wieder da seid. Ziemlich gut. Wir haben das in 15 Minuten gepackt. That may have broken a world record, as a matter of Und fact. das ist vielleicht ein Weltrekord für so eine fromme Gruppe. Okay, now I've only got two more slides to show you with respect to the words, the tzitzit, the Ich habe tzitzit you're talking about. noch zwei weitere Bilder. Da geht es um die Wortwurzeln, die wir so hatten bis jetzt. And I'm going to take just a second to switch over to what we're going to be doing the rest of the time we're together today and tomorrow. Und dann werde ich euch das zeigen, was wir den Rest des Tages für heute und für morgen machen werden. We were talking about the agricultural root of these things, which is called tzitzit. Wir haben die Wurzel aus der Landwirtschaft angeschaut von diesen Quasten, von diesem Zit. And before we quoted the verse containing the commandment in Numbers 15:38. Und vorher waren wir im 4. Mose 15:38, wo dieses Gebot von Gott kam. But I want to give you some other places where the same word appears so you can get some better context. Und ich möchte euch noch andere Worte zeigen, wo das gleiche Wort auftaucht, damit ihr einen größeren Kontext bekommt. Because the three rules of biblical interpretation have never changed all these centuries. Weil die drei Grundlagen zur Auslegung der Bibel oder von Bibelworten haben sich nie verändert durch die Jahrhunderte. The first rule is context. Das erste ist, das Ganze im Kontext zu sehen. The second rule is context. Und das zweite ist, das Ganze im Kontext zu betrachten. Guess what the third rule is? Und dann rate mal, was das dritte ist. Bleibt kein Kontext. Context. So when we're talking about words, we have to go back and put them all over the place to show the context. Wenn wir also einzelne Worte anschauen, müssen wir die im Kontext sehen und auch in verschiedenen Bereichen im Kontext beobachten. Because in my opinion, in Brad's opinion, Denn in meiner Meinung, nach Brads Meinung, if it's from our Father wenn es von unserem Vater ist and it's important, und es wichtig ist, we won't have to search high and low to find a verse to support what we're saying. dann müssen wir nicht überall krampfhaft suchen, um einen Vers zu finden, der das unterstützt, was wir denken oder sagen, It will be everywhere. sondern es wird überall sichtbar sein. If it's important and it's from Him, you will see it everywhere you go. Wenn es wichtig ist, wenn es von ihm ist, wirst du es überall sehen, wo du hingehst. That's why in Deuteronomy chapter 30, Deswegen ist es im 5. Mose 30, it talks about the Word of God not being something you have to send people to and from over countries and overseas and over lands to know. deswegen heißt es dann, man muss die Leute nicht aussenden in alle Länder hinein und vor und zurück, um was zu erkennen, It says it is nigh unto your mouth. It's right there in front of your face. sondern das Wort Gottes ist nahe bei dir, ist direkt vor deinem Angesicht. So when we go to Numbers chapter 17, verse 8, Wenn wir jetzt zum 4. Mose 17,8 gehen, it's the story of the 12 rods or the 12 staffs of the 12 tribes. dann ist es die Geschichte von den 12 Stöcken der Stämme Israels. And the rod or the staff that stood out among all the others Und der eine Hirtenstab, der weit über die anderen hinaus gesehen wurde, sichtbar war, was Aaron's rod, war der von Aaron. for the house of Levi was budded, Denn von dem Haus Levi, da spross es hervor, der hat Frucht getragen. and it brought forth buds and bloomed blossoms. Und es hat Knospen getragen und es hat Blüten getragen. That English word bloomed blossoms, Und dieses Englische, dass Blüten getragen wurden oder Blüten geblüht haben, vayetzet seats. war jetzt zieht's. Same word, only repeated twice. Es ist das gleiche Wort, es wird nur zweimal wiederholt. So what made Aaron stand out above every other person Was hat Aaron sichtbar werden lassen vor all den anderen Leuten? was the tzitzit on his staff. Der Same, also der aufspringende Same an seinem Hirtenstab. Another example in Isaiah 27:6. Ein weiteres Beispiel von Jesaja 27, Vers 6. Go ahead and read it. Es wird dennoch dazu kommen, dass Jakob wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdboden mit Früchten erfüllen. He shall cause them that come out of Jacob to take root. Da ist es dann, sie werden aus Jakob hervorkommen, um Wurzeln zu gründen. Because that's where the seed is. Weil das ist, wo der Same ist. And then Israel shall blossom. Und dann Zoots, wird Israel aufblühen oder blühen and bud and fill the face of the world with fruit. und grünen oder Sprösslinge hervortreiben und das Angesicht der Erde mit Früchten füllen. Every time I go back to Israel, Jedes Mal, wenn ich zurückgehe nach Israel, it's budded just a little bit more. dann sind ein bisschen mehr Knospen dran zu sehen. Not 100 years ago, Nicht vor 100 Jahren.
Mark Twain went to Israel and Oder- said it was a barren desert wasteland. Vor nicht ganz 100 Jahren war Mark Twain in Israel unterwegs und er sagte, es ist eine Einöde und ein Wüstenland. And when the children of Israel start returning, whether to live or to visit, Und als die Kinder Israels zurückkamen, entweder um dort zu leben oder zumindest das zu besuchen, all of a sudden the land starts to blossom. ganz plötzlich fängt das Land an aufzublühen. Vineyards everywhere. Überall Weingärten. I remember when I took my first Canadian tourist to Israel. Und ich kann mich daran erinnern, als ich meinen ersten kanadischen Touristen mitgenommen habe nach Israel. We were walking down the vineyards. Wir sind durch die Weinberge gegangen. And at the end of the row of every row of grapes or Und- of vines Am Ende einer jeden Reihe der Weinstöcke was a rose bush. war ein Rosenbusch zu sehen. And I asked my guide, why do they put rose bushes at the end of every row? Und ich hab dann den Guide gefragt, den Führer, warum machen die am Ende einer jeden Weinstockreihe einen Rosenbusch? Now, my guide was Jewish. He did not believe in Yeshua. Und mein Führer war Jude, der hat nicht an Jeschua geglaubt. He was a typical Israeli guide. Er war ein typischer israelischer Führer. And he says, we put a rose bush at the end of the rows Und er sagt, an das Ende der Weinstöcke machen wir einen Rosenbusch, so when the pestilences and the diseases come, dass wenn die Plagen und die Krankheiten kommen, it will be laid on the rose bush first dann wird es zuerst auf den Rosenbusch gelegt. to protect the vineyard. Und der beschützt damit den Weinberg. And I turned to my guide and I said, Und ich habe mich umgedreht zu meinem Führer und ich sagte, do you know that your Messiah is called the Rose of Sharon? dann habe ich ihn gefragt, weißt du, dass dein Messias die Rose von Sharon heißt? Do you know your Old Testament says that these sins and these diseases will all be laid upon him? Und weißt du, dass deine eigene Schrift sagt, dass die Krankheiten und die Gebrechen alle auf ihn gelegt werden? There wasn't much he could say. Da war nicht viel, was er antworten konnte. Okay, so let me change slides for just a moment. Also ich ändere das jetzt hier mal gerade, wo wir weitermachen. Okay, now Holger, this is the one that I didn't get to you because I saw the tares in the wheat actually at the last minute, and I've translated them all through our Bible translator. I used the Luther Bible 1912. Is that okay? That's fine. Okay. Okay. There we go. We are going to talk about revealing the restrainer or he who withholds from the beginning, not the middle. Die Enthüllung dessen, der zurückhält von Anfang an, nicht erst von der Mitte. In the King James English, in the King James English it says, he who letteth. Im King James English heißt es dann, der leitet. In some Bibles it says, he who restrains. In einigen Bibelübersetzungen heißt es, der zurückhält oder abhält. And in some Bibles it says, he who withholds. Und dann in anderen Bibelstellen heißt es, der abwehrt oder zurückhält. First, I'm going to read these scriptures to you to start things off. Ich werde euch zuerst die Schriftstellen vorlesen, dass wir mal einen Anfang haben. And so what we're going to do for the next couple of days is reveal this person, not from the middle, Und was wir tun werden durch die Tage ist, das Ding zu offenbaren von Anfang an, nicht von der Mitte aus, but by going back to the beginning. sondern dadurch, dass wir zurückgehen, echt zum Anfang. And if who he is important and it's from God and he wants us to know, Und wenn das wichtig ist, wer er ist und das ist von Gott und er möchte, dass wir das wissen, then his identification will be everywhere. dann wird seine Identifikation oder Offenbarlegung überall sichtbar sein. Remember, the end is declared out of the beginning. Der Anfang wird vom Ende her schon vorausgesagt. So if you want to know what's going on in the end, where should you go? Wenn du wissen möchtest, was am Ende passiert, wo sollst du dann hingehen, um nachzuschauen? Back to the beginning. Zurück zum Anfang. I'm going to go back to this. Oh, why didn't I put it up there? Hold on just a minute. Let me mess with this a minute. There it is. I'm going to read these verses first. Ich werde es zuerst lesen. It's in 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 through about 8. 2. Thessalonicher 2 von Vers 1 bis Vers 8. I'm just going to read this little bits at a time, okay? Okay. Okay. Now we beseech you, brethren, by the coming of Adonai Yeshua, our Messiah. Aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi und ja, it doesn't really say that. Ja. Okay. Oh, well, that's what I'm worried about because I copied it right out of there. Bummer. Yeah. Why did you want to just translate what I Yeah. say? Okay. Genau. And- Ich ersuche